Moin Leute und willkommen bei Rollerfix. Heute zeige ich euch, wie ihr das Getriebeöl bei eurem Roller wechseln könnt. Das Getriebeöl muss nicht so oft wie das Motoröl, nämlich nur alle 2 Jahre bzw. alle 10.000 Kilometer gewechselt werden. Und das wird sowohl beim Viertakter als auch beim Zweitakter gewechselt. Was wir dafür brauchen, ist einmal ein Lappen zum Unterlegen, damit das Öl nicht auf den Boden kleckert. Ein zusätzliches Tuch, um eventuell, wenn das Öl irgendwo hier dran kommt, sauber zu wischen. Dann eine kleine Ratsche mit einem 10er oder 12er Aufsatz. Das ist vom Roller zu Roller unterschiedlich. Entweder eine große Spritze oder ihr könnt schon vorgefertigt in einer Tube das Getriebeöl in der richtigen Dosierung kaufen. Es wird meistens in 100 ml bis 120 ml Tuben verkauft. Optional könnt ihr das Getriebeöl in solchen großen Mengen kaufen. Dann müsst ihr schauen, welches Getriebeöl ihr braucht. GL4, GL3 oder 75 W90 oder 80 W90. Das steht meistens in eurem Handbuch oder ihr könnt es im Internet finden. Und schließlich eine Wanne oder ein Behältnis zum Auffangen. Es muss nicht so eine große Wanne sein, denn im Roller sind nur 100 bis 120 ml Getriebeöl drin. Das Getriebeöl befindet sich beim Roller am Hinterrad. Dabei ist die Ölablassschraube nicht im Fokus. So, die Ölablassschraube ist nach unten gerichtet meistens und ganz unten. Die Öleinlassschraube ist etwas höher dann an der Seite. Die ist nicht zu verwechseln mit den Schrauben, die das Gehäuse festhalten. Die sitzen komplett außen am Rand. Die sitzt ein bisschen tiefer und das ist eine kurze Schraube. Die ist auch noch zu erkennen an einem Metallring. Das ist eine Metalldichtung. Genauso sieht es auch bei diesem Roller aus. Die Ölablassschraube ist unten. Einlass an der Seite. Hier bei dem Zweitakter sitzt der Auslass einmal hier so schräg nach unten. Der Einlass ist dann hier über diese Schraube. Bei den Piaggio Sfera Besitzern ist es leider ein bisschen schwieriger, denn die Schraube befindet sich hinter dem Hinterrad auf der Seite, wo der Auspuff ist. Ich versuche das mal zu fokussieren. Aber die könnt ihr schon sehen. Da ist die. Da. Dafür muss nämlich dann der Auspuff und das Hinterrad komplett abgenommen werden. Es ist empfehlenswert, den Getriebeölwechsel nach einem kurzen Warmlaufen zu machen. Wir stellen eine Ölwanne drunter. Ich stelle sie so, dass auch was vom Hinterrad abgedeckt ist. Bei mir ist es die 12er Nuss. Mit der löse ich die Schraube, die Ölablassschraube. So, auch hier empfehlenswert, Handschuhe anzuziehen. So, lassen das Öl rauslaufen. Achtet darauf, dass die Metalldichtung auch mit abkommt. Damit das Öl besser nachfließt, machen wir auch die Öleinlassschraube auf. Bei mir ist es die 10er Nuss dafür. Die saß aber fest. Auch hier soll eine Metalldichtung mit rausgehen, beziehungsweise die befinden sich direkt dann mit der Schraube. Die beiden Dichtungen, die kann man zwar ersetzen, wird auch empfohlen. Das sind aber Metalldichtungen, die halten einige Wechsel problemlos aus. Ist das Öl abgelaufen? Es ist jetzt nicht ganz so wichtig wie beim Motoröl, dass das Öl komplett abfließt. Eventuell könnte man hier noch durch so ein Röhrchen einblasen, damit der Rest rauskommt. Das ist aber wirklich nicht unbedingt nötig. Ich mache die Schraube noch so kurz trocken und schraube die wieder rein. Wenn noch etwas nachtropft, ist es kein Problem. Dann ziehe ich sie wieder mit der 12er Nuss fest. Auch hier aufpassen, es muss nicht bombenfest sitzen. Handfest anziehen, dann ein bisschen mehr. So eine kleine Ratsche ist vollkommen ausreichend. Und einmal
trocken wischen. So, jetzt kommt das frische Öl hier rein. Wer eine Tube gekauft hat, die vorgefertigte 100 bis 120 Milliliter, der macht das damit. Da ist auch schon der Einlass schmal, der hier reinpasst. Ich mache das mit so einer Spritze. Die hat ein Volumen von 120 Milliliter. Manchmal, wenn die Dose halb leer ist, kommen die Kanüle dann nicht mehr rein. Deswegen mache ich das über so einen Deckel. Das ist ein Deckel von einem Bremsenreiniger. Da fülle ich erstmal das Öl ein und ziehe es rein. Mit so einem schmalen Aufsatz passt die Spitze ganz gut rein. Bei mir passen da 120 Milliliter rein. Wer sich aber nicht sicher ist, der macht 120 Milliliter rein. Da kann man echt nicht viel falsch machen. Wenn das Öl hier anfängt rauszulaufen, dann ist die richtige Menge erreicht. So. Kommt das neue Öl rein. So, jetzt sind 120 drin und man sieht, das fängt an auszulaufen. Dann ist das die richtige Menge. So, damit nicht zu viel ausläuft, schraube ich das direkt wieder zu. Ziehe wieder mit einer 10er Nuss fest. Wische das einmal alles trocken. Und das war's auch schon, die Arbeit ist getan. Das alte Öl könnt ihr bei dem Händler, bei dem ihr das neue Öl gekauft habt, entsorgen. Das geht auch in einem Wertstoffhof oder gegebenenfalls an einer Tankstelle. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Ihr könnt selbstverständlich kostenlos meinen Kanal hier abonnieren, um weitere Tipps, weitere Videos nicht zu verpassen. Und in diesem Sinne, tschüss und gute Fahrt.